Heute möchte ich euch einen ganz besonderen Rechner vorstellen. Ein Pentium 2 mit 233 MHz Taktfrequenz. Für mich persönlich ein echtes Schmuckstück meiner Sammlung, auch wenn er bei seiner Ankunft ziemlich mitgenommen war. Doch nach einigen Umbauten habe ich hieraus einen richtig soliden Retro-PC gemacht, den ich euch heute vorführen möchte. Also, schmeißen wir ihn an. Auf der Festplatte habe ich ein Multiboot-System eingerichtet mit insgesamt 4 Partitionen. Für diese Folge konzentrieren wir uns auf die oberen 3. MS-DOS 5 mit klassischem Windows 3.1, MS-DOS 6 mit Windows for Workgroups 3.11 sowie die Windows 95 Plus Edition. Starten wir zuerst mit MS-DOS 5. Diese Version lädt bei mir direkt ins DOS Shell und führt automatisch den Maustreiber aus, was sehr praktisch ist, um gleich komfortabel arbeiten zu können. DOS 5 war übrigens die letzte Version, die bei der Installation standardmäßig das Shell einrichtete. Deshalb verwende ich es gerne für Spiele, die keinen großen Bedarf an konventionellen Speicher haben. Auch für ältere Titel, insbesondere solche, bei denen ich mit Programmen wie MoSlow oder Bremse die Prozessorgeschwindigkeit künstlich drosseln muss, läuft mein System unter DOS 5 erfahrungsgemäß stabiler als unter DOS 6. Ein Spiel, das ich hier aktuell besonders gerne spiele, ist Panzergeneral. Zwar muss ich die Soundeinstellungen bei jedem Neustart erneut anpassen, weil sie nicht gespeichert bleiben, aber genau solche Kleinigkeiten machen für mich den authentischen DOS-Charme auch irgendwo aus. Auf der Windows 3.1 Installation unter DOS 5 habe ich bisher keine Drittsoftware eingerichtet. Aktuell sind dort nun die mitgelieferten Spiele Minesweeper und Solitär installiert. Diese Version von Windows 3.1 will ich vorzugsweise für Programme nutzen, die lediglich 256 Farben unterstützen und keine 16 oder 24-Bit Farbmodi benötigen, was Anfang der 1990er gar nicht so selten war. Kommen wir zu MS-DOS 6 mit Windows for Workgroups 3.11. Der große Unterschied hier: Dank HiMem und Extended Memory lassen sich hier Spiele starten, die besonders viel konventionellen Speicher benötigen. Der konventionelle Speicher war nämlich unabhängig vom eigentlichen RAM auf 640 KB begrenzt und HiMem ermöglichte es, diesen Bereich effizienter zu verwalten. Diese DOS-Installation lädt bei mir auch bewusst nicht ins Shell, um möglichst viele Ressourcen freizuhalten. Da ich aktuell hier nichts installiert habe, nutze ich DOS 6 heute nur als Basis, um direkt ins Windows for Workgroups 3.11 hochzufahren. Diese Version von Windows verwende ich gerne für grafisch anspruchsvollere Programme, die noch nicht mit Windows 95 kompatibel waren. Ein gutes Beispiel ist das FMV Quantum Gate, das, wie viele dieser frühen Multimedia-Titel, enorm davon profitiert, wenn man es auf Original-Hardware mit einem VGA-Röhrenmonitor spielt. Anfangs habe ich für solche Titel noch meinen 16-fach CD-Brenner verwendet. Das Problem war allerdings, dass das Ding so laut ist, dass ich fast schalldämmende Kopfhörer gebraucht hätte, um ungestört was abzuspielen. Inzwischen habe ich deshalb ein Matsushita SCSI CD-ROM-Laufwerk mit zweifacher Geschwindigkeit eingebaut. Das lädt zwar langsamer, ist aber sehr leise und damit perfekt für FMV und Multimedia-Programme. Und damit sind wir auch schon bei Windows 95. Gleich beim Start zeigt sich, wie revolutionär dieses Betriebssystem damals war, denn ich führe es hier erstmals mit dem neu installierten SCSI CD-ROM-Laufwerk aus. Unter DOS und Windows 3.1 musste ich noch alle Treiber manuell einrichten und Config.SES sowie AutoExec.bat selbst bearbeiten. Windows 95 hingegen erkennt die Hardware automatisch und installiert sie selbstständig. Genau dieses Plug-and-Play-Erlebnis war damals ein echter Quantensprung, auch wenn es nicht immer reibungslos funktionierte. Nicht umsonst bekam die Technik schnell den Spitznamen Plug-and-Pray. Auch hier lässt sich das jetzt gut nachvollziehen. Meine generische ISA-Soundkarte läuft zwar grundsätzlich einwandfrei, trotzdem erscheinen beim Start Fehlermeldungen, vermutlich weil die Treiber nicht ganz exakt passen. Ist zwar nervig, aber absolut typisch für eine echte Windows 95-Erfahrung.
Um die Zeitreise noch authentischer zu machen, habe ich außerdem den eigentlich völlig obsoleten Active Desktop aus dem Windows 95 Plus Paket aktiviert. Was hier beim Start eingeblendet wird, ist purer deutscher Medienalltag der späten 90er. Es fehlt nur noch, dass im Wohnzimmer auf Sat.1 ranläuft, Monika Lierhaus die Überleitung zur Harald Schmidt Show macht, während man selbst hofft, dass nicht gerade Muttis beste Freundin anruft und einem aus CompuServe kickt, weil sich ja das 33,6K Modem die Leitung mit dem Festnetz teilt. Trotz solcher Quälereien war Windows 95 damals eine fantastische Sache. CDs, die man einlegte, hatten jetzt Autoplay. Was bedeutet, dass auch mein absolutes Lieblingsprogramm aus der Kindheit sofort von alleine startet. Weltall neu entdecken von Meyer Multimedia. Für mich bis heute ein echtes Nostalgie-Highlight. Viel mehr möchte ich aber heute noch nicht zeigen, stattdessen lieber in einem separaten Video, das diese tolle Software in meinen Augen auf jeden Fall verdient. Werfen wir zum Abschluss noch einen Blick ins Innere des Rechners. Um die Haube zu entfernen, müssen hinten lediglich 6 Schrauben mit Rändelköpfen gelöst werden. Und schon ist das Gehäuse offen. Drinnen steckt unter anderem eine S3-Videokarte im PCI-Slot, perfekt für DOS, da es dafür native Treiber gibt. Für die Soundausgabe verwende ich wie gesagt eine generische ISA-Soundkarte. Die hat zwar keine besonderen Features, bietet dafür aber maximale Kompatibilität zu DOS. Zusätzlich habe ich oben noch eine ATI Rage eingebaut, die ich allerdings ausschließlich unter Windows 98 nutze. Ganz oben finden sich die 2 optischen Laufwerke. Zunächst ein 10-facher CD-Brenner, der auch mit 16-facher Geschwindigkeit lesen kann, jedoch aber in Sachen Lautstärke es locker mit meinem Staubsauger aufnehmen kann. Und darunter das erwähnte Matsushita CD-ROM mit 2-facher Geschwindigkeit. Hier haben wir hingegen den eigentlichen Star, den Pentium 2 Prozessor samt Steckmodul und Lüfter. Ein für seine Zeit wirklich imposanter und leistungsstarker Prozessor, den ich für 90er Jahre Software wärmstens empfehlen kann. Hier haben wir die 64 MB RAM, die von einem einzelnen Modul geliefert werden, was für ein stabiles Addressing sorgt. Eine weitere Besonderheit dieses Systems ist, dass ich die Taktfrequenz über Jumper bequem einstellen kann. Für ältere DOS- und Windows 3.1 Konfigurationen sowie mein Windows 95 takte ich den Prozessor so wie jetzt auf 133 MHz herunter. Das sorgt gerade bei Mitte 90er Spielen mit Hardwarebeschleunigung für wesentlich bessere Kompatibilität. Die vollen 233 MHz nutze ich im Prinzip nur unter Windows 98. Zu guter Letzt noch ein Blick in die Resterampe. Hier in diesem Karton liegen die Komponenten, die ich aus diesem PC entfernt habe. Da hätten wir zum einen ein Bandlaufwerk von Dell für ZIP-Backup-Datenträger, dann hier unten das ursprünglich eingebaute Toshiba CD-ROM-Laufwerk, das bei mir aber keine CDs mehr liest, und schließlich die 4 SCSI-Festplatten, 2 IBM OEM-Modelle mit jeweils 4,3 GB und beide so laut wie ein Düsenjet. Dann eine Seagate Barracuda mit coolem Logo, an deren Kapazität ich mich aber jetzt nicht mehr erinnern kann, und eine 18,2 GB Festplatte von HP. Die IDE-Festplatte ganz unten hingegen, die stammt aus einem anderen PC. Tja, und damit habt ihr einen Überblick über meinen kleinen Schlachtross von einem Pentium 2 PC. Vielseitig, robust und perfekt für den Retro-Alltag in meinen Augen. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Like, schreibt einen Kommentar, abonniert den Kanal und wie immer, stay tuned.